Heute, wie versprochen, die Details zur elektronischen Luftfederung E-Task, also Electronical Trailer Air Suspension Control. Die hat einige Vorteile, aber auch Ansprüche. Ein praktischer Vorteil ist, dass die elektronische Luftfeder auch die von dir eingestellte Rampenhöhe immer sauber nachjustiert. Nochmal zur Erinnerung. Die konventionelle Luftfeder regelt lediglich die Fahrhöhe nach, braucht dafür aber keinen Strom. Das heißt, es funktioniert auch beim Soloauflieger ohne Zugmaschine davor. E-Task hingegen regelt auch, wie gesagt, die von dir manuell eingestellte Rampenhöhe nach, braucht dafür aber zwingend Strom. Und der kommt von der Zugmaschine über den EBS-Stecker oder über eine optional im Auflieger verbaute Batterie. Es gibt ebenfalls ein am Achs Rohr fixiertes Gestänge, an dessen anderem Ende aber nicht direkt mechanisch ein Luftfederventil betätigt wird, sondern ein Wegesensor bewegt wird. Und dieser Wegesensor wiederum steuert ein Magnetventil. Und dieses Magnetventil beaufschlagt den Federbalg mit Luft, wenn er zu stark einfedert, respektive umgekehrt entlüftet. Der Wegesensor arbeitet allerdings mit einer leichten Regelverzögerung. Das heißt, er wartet ab, ob sich die veränderte Fahrhöhe nicht wieder von alleine einstellt. Die konventionellen Luftfedern regeln ständig und spontan nach. Das heißt, auf schlechter Wegstrecke und/oder Bodenwellen wird entsprechend häufig nachjustiert mit entsprechend hohem Luftverbrauch, sodass der Luftpresser entsprechend häufig anspringt und Luft nachliefern muss. Und das bedeutet am Ende des Tages einen leicht erhöhten Dieselverbrauch. Außerdem ist E-Task die Voraussetzung für die dynamische Radstandskontrolle DWC, also Dynamic Wheelbase Control, mit den Komponenten OptiTurn und OptiLoad. Und last but not least ermöglicht Features wie zum Beispiel das Heben und Senken aus dem Fahrerhaus und/oder dem Laderaum heraus.